Heute Zertifikat B1. Sprechen Teil 1. Gemeinsam etwas planen. Überraschungsparty planen. Hallo Anna, schön dich zu sehen. Hallo Karl, wie läuft's bei dir? Alles gut und bei dir? Auch gut. Weißt du was? Nächsten Samstag hat Peter Geburtstag und ich möchte ihn mit einer Party überraschen. Was denkst du davon? Das ist eine tolle Idee. Hast du dir schon überlegt, wo wir die Party feiern könnten? Ich habe gehört, dass es ein neues Restaurant in der Stadt gibt, das sehr beliebt ist. Es hat eine ruhige Atmosphäre. Vielleicht können wir dort feiern. Das klingt einer guten Wahl, aber ist es nicht zu teuer? Nein, die Preise sind ziemlich vernünftig. Ich denke, es wird für uns alle erschwinglich sein. Das klingt sehr gut. Wen sollen wir zur Party einladen? Wir sollen nicht nur seine Eltern und Geschwister, sondern auch unsere Klassenkameraden einladen. Und wir sollen nicht vergessen, seine Partnerin Katja einzuladen. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Müssten wir etwas besorgen? Wir werden im Restaurant essen und trinken. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen zu machen. Aber wir müssten uns einen Kuchen besorgen. Sollen wir den Kuchen zu Hause backen oder in einer Konditorei kaufen? Ich denke, es wäre besser, ihn in einer Konditorei zu kaufen, weil wir einen großen Kuchen für alle brauchen und ihn nicht zu Hause backen können. Einverstanden. Ich werde mich um den Kauf des Kuchens kümmern. Wir sollen ihm auch ein Geschenk besorgen. Da er gerne reist, würde ich ihm eine Flugkarte für 2 Personen nach Paris schenken. Was hältst du da? Hältst du von meinem Vorschlag? Das ist schon, aber es ist jetzt Winter und ich glaube nicht, dass das Wetter so gut für ein solches Geschenk ist. Sollten wir nicht ein anderes Geschenk für ihn aussuchen? Du hast ja recht. Ich habe gehört, dass er jetzt einen Laptop für die Uni braucht, weil seiner kaputt ist. Dann können wir ihn mit einem Laptop beschenken. Du hast mich dazu überredet. Wo können wir den Laptop kaufen? Es gibt viele Computerläden im Einkaufszentrum. Wir können dorthin gehen und einen Laptop für ihn kaufen. In Ordnung. Wann hast du Zeit, dorthin zu gehen? Wie wäre es mit morgen Abend? Ja, morgen Abend habe ich Zeit. Abgemacht. Klar, und damit wir nicht vergessen, wie können wir die anderen über die Party informieren? Wir können ihnen eine gemeinsame E-Mail schicken und darin alle Informationen über die Party schreiben. Das hört sich gut an. Kannst du das übernehmen? Das übernehme ich gern. Jetzt haben wir alle gut organisiert. Wir treffen uns morgen, um ins Einkaufszentrum zu gehen. Um wie viel Uhr? Um 18 Uhr? Passt dir das? Ja, das
es passt mir. Einverstanden. Perfekt. Ich freue mich schon auf die Party. Ich auch. Es wird sicherlich ein tolles Fest werden. Bis bald. Tschüss.